Hola und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der aktuellen Lage in Kuba hier bei I Love Kuba. Es ist Juni 2025 und Kuba steht wieder einmal im Mittelpunkt weltweiter Schlagzeilen. Die Nachrichtenlage ist so dicht wie selten zuvor. Die Zuckerindustrie steht vor einem Zusammenbruch. Die Energiekrise führt zu landesweiten Protesten. Donald Trump verschärft erneut die US-Sanktionen gegen Kuba und das Internet wird zum Luxusgut. Aber es gibt auch Lichtblicke. Eine große Investitionsankündigung aus Russland macht Hoffnung und eine Kubanerin lässt in Hollywood von sich reden. Bleibt bis zum Ende dran, es lohnt sich. Die kubanische Zuckerindustrie, einst das Rückgrat der Volkswirtschaft, steht heute vor einem historischen Tiefpunkt. In den 80er Jahren war Kuba weltweit bekannt für seinen Zuckerexport. Bis zu 8,5 Millionen Tonnen wurden jährlich produziert. Heute sind es nur noch ein paar hunderttausend Tonnen. Und das hat weitreichende Folgen. Der Zuckermangel trifft nun auch den Rumsektor, eines der letzten verbliebenen internationalen Exportstandbeine Kubas. Produkte wie Havana Club, Ron Santiago oder Cuba Tears sind weltweit gefragt, doch ohne Zuckerrohr keine Melasse und ohne Melasse kein Rum. Laut Insider-Informationen droht im letzten Quartal 25 sogar ein kompletter Produktionsstopp. Von ehemals 156 Zuckerfabriken sind nur noch 13 in Betrieb. Davon lediglich 6 zur eigentlichen Zuckerproduktion. Besonders alarmierend ist die Situation in der Provinz Granma, wo nur 5,2 Tonnen der geplanten 19.000 Tonnen produziert wurden, gerade einmal 26%. Gründe sind unter anderem Treibstoffmangel, technische Defekte, Brände und die ausbleibenden Bezahlungen der Arbeiter. Donald Trump hat neue Einreisebeschränkungen für kubanische Staatsbürger erlassen. Ab dem 9. Juni 2025 gibt es keine neuen Touristen, Studenten oder Geschäftsvisa mehr. Als Begründung dient die Einstufung Kubas als staatlicher Unterstützer von Terrorismus. Die Maßnahme trifft besonders die kubanische Diaspora in Florida sowie Studierende und Austauschprojekte. Zugleich wurde Kuba wieder auf die Liste der nicht kooperativen Länder im Antiterrorkampf gesetzt. Eine Entscheidung, die in Havanna als politisch motiviert und unbegründet scharf kritisiert wird. Während die Beziehungen zu den USA weiter belastet sind, baut Kuba seine Partnerschaft mit Russland aus. Bei einem Treffen in Moskau kündigte die russische Regierung Investitionen in Energie, Landschaft, Infrastruktur, Tourismus und Technologie an. Ziel ist es, die wirtschaftliche Unabhängigkeit Kubas zu stärken. Auch neue Direktflüge von St. Petersburg nach Havanna sind in Planung. Etexa erhöht Internetpreise und löst Protest aus. Ja, seit Ende Mai gelten neue Tarife für mobiles Internet in Kuba. Die Basispakete wurden leicht verbessert, enthalten jetzt mehr Daten, Minuten und SMS für weniger Geld. Aber es gibt einen Haken. Wer mehr als 6 GB verbrauchen will, muss tief in die Tasche greifen. Die neuen Extrapakete kosten bis zu 11.760 Peso für 15 GB. Das entspricht etwa dem Doppelten eines durchschnittlichen Monatslohns und ist für viele schlichtweg unbezahlbar. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Besonders Studierende, die auf das Internet für ihr Studium angewiesen sind, protestieren lautstark. Und daraufhin hat Etexa eine Entlastungsmaßnahme angekündigt. Für Universitätsstudenten wird ein Zusatzpaket mit 6 GB eingeführt, das zusammen mit dem regulären Paket 12 GB für 720 Peso ermöglicht. Zusätzlich wurde die Gültigkeit aller Pakete von 30 auf 35 Tage verlängert. Das Ziel, etwas länger Flexibilität im Umgang mit dem Datenvolumen, doch damit nicht genug. Auch technologische Investitionen an Hochschulen wurden versprochen, etwa Vorrang bei der Stromversorgung für Serverräume sowie der Zugang zu wissenschaftlichen Plattformen
und Bildungsinhalten. Etexa will außerdem zukünftig ein weiteres günstigeres Zwischentarifspaket anbieten. Details stehen jedoch noch nicht fest. Dennoch bleibt das strukturelle Problem bestehen. Viele Menschen nutzen mobiles Internet nicht nur für Luxus oder Unterhaltung, sondern als einzige Möglichkeit zur Kommunikation, zum Lernen oder Arbeiten. Gerade in einem Land, in dem es kaum Festnetzanschlüsse gibt, ist mobiles Internet ein Grundbedürfnis und darf keine Frage des Geldbeutels sein. Bis zu 20 Stunden Stromausfall pro Tag. In Bayamo, Santiago de Cuba und anderen Regionen gingen Menschen auf die Straße. Präsident Díaz-Canel sprach in seinem Podcast von höchster Priorität und versprach Lösungen. Trotz neuer Solarparks und reparierten Generatoren bleibt die Stromversorgung kritisch. Venezuela liefert zwar wieder mehr Treibstoff über eine nicht näher genannte Formel, aber es reicht nicht aus, um die veraltete Infrastruktur zu entlasten. Bauern erhalten Anteil an Devisenexporten. Kubanische Bauern sollen bei Exportprodukten wie Kaffee, Honig, Holzkohle oder Kakao künftig in harter Währung entlohnt werden. Die Auszahlungen erfolgen digital, was zwar transparent, aber nicht überall praktikabel ist. Dennoch ein wichtiger Schritt, um die Landwirtschaft zu stärken. Ana de Armas übernimmt die Hauptrolle im John Wick Spin-off Ballerina. Als Eve McCarroll spielt sie eine tiefgründige und starke Figur mit bewegter Vergangenheit. Die Schauspielerin absolvierte ein monatelanges Training, um die physische und emotionale Anforderungen zu erfüllen und überzeugt auf ganzer Linie. Für Kuba ist sie nicht nur ein Star, sondern ein Symbol für internationalen Erfolg, trotz aller Widrigkeiten. In Kooperation mit dem Geologischen Dienst Chinas untersucht der kubanische Ölkonzern Copec aktuell mehrere Regionen auf neue Öl- und Gasreserven. Ziel ist es mittelfristig, die Abhängigkeit von teuren Importen zu verringern und die Stromerzeugung mit heimischen Ressourcen zu sichern. Kuba besitzt laut Angaben etwa 124 Millionen Barrel an bestätigten, aber bislang kaum erschlossenen Reserven. Chinesische Technologie und Know-how sollen nun helfen, diese effizienter nutzbar zu machen. Das Projekt ist Teil einer breiteren Strategie zur Stärkung der Energiesouveränität und Ergänzung zu Kubas Solarstrategie. Tja, wie seht ihr die Lage? Gibt es Licht am Ende des Tunnels oder wird es noch etwas dunkler, bevor es wieder besser wird? Schreibt es mir in die Kommentare. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und mit anderen Kuba-Interessierten zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Saludos. Ciao.